Mahlzeit, mein Name ist Balfen und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Rauhbein an. Das ist deutschsprachiger, Rock, Hartmänner-Rock mit einer Spur Schlager, sage ich mal. Finde ich ganz gut. Ich würde es mal so grob in die Kategorie D'Artagnan, Santiano einordnen. So Musik, die man sowohl im ZDF-Fernsehgarten als auch auf dem Wacken spielen kann und wo alle einfach zusammen Spaß haben können, was halt eben so einfach so ein bisschen genreübergreifend funktioniert. Einfach so schwungvolle Musik. Das ist auf jeden Fall der Eindruck von dem ersten Song, den ich reacted habe. Der ploppt gleich hier oben auf oder so. Und auch da Rauhbein als Vorband von D'Artagnan auf Tour geht, denke ich mal, wird das ganze Album, was übrigens nächstes Jahr im März, also März 2022 erscheinen wird, wird wahrscheinlich so eine Ausrichtung haben. Ist jetzt einfach meine Vermutung, aber wir schauen uns jetzt erstmal den zweiten Song von Rauhbein an und ich bin sehr gespannt, wohin die Richtung geht. Ob ich ganz falsch liege mit meiner Vermutung oder vielleicht doch mittlerweile den einen oder anderen Riecher habe, was die Musik angeht. Ich wünsche euch und mir auf jeden Fall wie immer viel Spaß. Wenn euch die Musik gefällt, unten habe ich wie immer das Originalvideo verlinkt. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr euch natürlich auch in meinem Kanal umschauen. Ne? Rock, Metal, Mittelalter-Rock in verschiedensten Varianten rund um den Globus. Ja, und jetzt geht's los. Frag ich mich, was soll das alles hier? Ich plag mich ab, von früh bis spät, muss ackern wie ein Stier. Komm ich nach Haus, steht meine Frau mit Arbeit in der Tür. Ich flieh ins Pub, bestelle mir 3 Bier. So Juri, heute kommen wir nicht mehr zusammen. Wir feiern durch, bis der Morgen anbricht. Also trinkt, Freunde, hoch die Tassen. Nur nach Hause gehen wir nicht. La 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 la. Nach 7 Bier bin ich soweit, die Stimmung ist famos. Da kommen beide Kumpels rein, jetzt geht's erst richtig los. Wir schalten in den nächsten Gang, wer hätte das gedacht? Wir reißen heute die ganze Hütte ab. So Junge, heute kommen wir nicht mehr zusammen. Wir feiern durch, bis der Morgen anbricht. Also trinkt, Freunde, hoch die Tassen. Nur nach Hause gehen wir nicht. La 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 la. Mein Freund, der Wirt hat alles. Die Kampfszenen erinnerten mich so ein bisschen an diese guten alten Bud Spencer-Filme. Das ist so richtig so Bom. Und der ist echt gemein. Wenn ich so recht in Stimmung bin, dann will er nämlich heim. Er sagt, dann soll Auch diese Szene hier, sorry, dass ich unterbrechen muss. Diese Szene ist so eine typische Terence Hill-Szene. Er setzt den drauf, tätschelt ihn und dann so eine richtige Ohrfeige. So sehr nice. nämlich heim. Er sagt dann solche Sachen wie: Hast du denn kein Zuhause? Ich sag die Schlüssel her, ich mach das Licht dann aus. So Junge, heute kommen wir nicht mehr zusammen. Wir feiern durch, bis der Morgen anbricht. Also trinkt, Freunde, hoch die Tassen. Nur nach Hause gehen wir nicht. On the 4th of July 1806, we set sail from the sweet Cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a nap. And oh, how the wild wind drove her. She stood several black, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Whoa, ich geb noch einen Hoch.
Ja, das war Raubein mit Hoch die Tassen. Ja, ich glaube, das Bild nehmen wir auch direkt. Ja, also neben diesen sehr, sehr coolen Buds Band Sound, Terence Hill, Kneipenschlägerei-Einspielungen, finde ich den Song ganz cool. Ich finde, das ist so ein Song, den man wunderbar nach Sternhagel voll von In Extremo oder davor, wie auch immer, also spielen kann. Das ist so von der Thematik einfach so ein richtig schöner Spätparty-Song, wenn man halt schon wirklich ganz gut was getrunken hat. Und das geht auf dem Festival, läuft das, glaube ich, ganz gut. Das läuft auch auf der Almhütte, glaube ich, ganz gut. Oder beim Oktoberfest. Das ist halt so ein Song, der funktioniert in vielen Lebenslagen einfach, wenn die Stimmung stimmt. Und das ist halt unabhängig vom Musikgenre, glaube ich. Ja, was ich anfangs so ein bisschen gesagt habe, ne? Es geht so ein bisschen in die Richtung Rock bis Schlager. Ich finde, da merkt man halt diesen Mix raus. Es waren dann auch zwischendurch diese Irish Folk Einspieler. Das hat zum Beispiel Santiano ja auch noch ein bisschen. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht auch zu viel mit anderen Bands vergleichen. Ich bin sehr gespannt, was Raubein noch weitermacht. Der Henry auch. Ich bin gespannt auf die weiteren Lieder, die jetzt demnächst nach und nach rauskommen. Und ich freue mich sehr. Am 11.06. sehe ich Raubein live. Die sind dann nämlich auf dem Folkfield Festival in Gelsenkirchen im Amphitheater. Unter anderem dann auch mit D'Artagnan und Feuerschwanz, Tirna Nog, Schandenmaul und ich hoffe, ich habe an alle gedacht. Mr. Hurley und die Pulveraffen sind auch noch da. Also das Beste, was, ich sag mal, Rock, Mittelalter, Schlager, Mix, was es da im Moment zu bieten gibt. Und wenn ihr Bock habt, ich verlinke euch auch das Festival einfach mal und natürlich ansonsten, wie gesagt, das Originalvideo. Damit kommt ihr auf jeden Fall nach Raubein zum Künstler und kriegt auch dort alle weiteren Infos. Und wenn ich dran denke, in der ersten Kommentarzeile natürlich auch noch weitere Links zu Streaming-Diensten etc., damit ihr das Lied dann in eure Playlist schmeißen könnt. Ja, soweit heute zu Raubein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt euch natürlich gerne noch auf meinem Kanal umschauen. Ich reacte hier regelmäßig große Bands, kleine Bands, Newcomer, um euch stetig neuen Content zu bieten. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore.